Seit Alfreds Frau letztes Jahr verstorben ist, wohnt er allein. Alltägliche Dinge sind für ihn nicht mehr so einfach zu bewältigen. Außerdem hat er Angst, in einem Notfall hilflos zu sein. WeCare wurde entwickelt, damit Menschen wie Alfred möglichst lange selbstständig wohnen können. WeCare ist ein Ambient Assisted Living System, das aus einer Smartwatch-Anwendung und einer Webanwendung besteht. Die Smartwatch-Anwendung hat neben einem Ziffernblatt 3 Hauptfunktionen. Der Nutzer kann manuell einen Notruf tätigen, wenn er sich unwohl fühlt. Mittels Herzfrequenzmessung und Fallerkennung informiert WeCare zudem in kritischen Fällen die Familienangehörigen oder Pfleger und tätigt automatisch einen Notruf. Außerdem dient WeCare als unauffällige Erinnerungshilfe und informiert den Nutzer über Ereignisse und Medikamenteneinnahmen. An der Smartwatch kann der Nutzer diese als erledigt markieren. WeCare ist mit den Smart Home Geräten des Nutzers gekoppelt. Diese lassen sich mit der Smartwatch-Anwendung steuern. Außerdem beinhaltet die Notfallfunktion das Öffnen der Haustüre und das Anmachen aller Lichter im Haus. So kann im Notfall wertvolle Zeit gespart werden. Zur Konfiguration und Administration der Smartwatch dient eine Web-App. Hier kann zusammen mit der betreuenden Person die Smartwatch-Anwendung an die Bedürfnisse des Nutzers angepasst werden. Die Einrichtung erfolgt in 4 einfachen Schritten. Durch die individuellen Angaben passt sich die Web-App sowie die Smartwatch an den Nutzer an. Durch die Auswahl von bestimmten körperlichen Einschränkungen stehen vorgefertigte Konfigurationen zur Verfügung, um die Funktionalitäten von WeCare für den Nutzer zu optimieren. Auf einem übersichtlichen Dashboard hat der Administrator den Überblick über alle relevanten Gesundheitsdaten sowie den Standort der betreuten Person. Bei Notfällen wird der Betreuer per Push-Notification benachrichtigt. Zudem ist die Web-App für mobile Geräte optimiert. Von der Web-App lassen sich alle Smart-Home-Geräte verwalten und bei Bedarf steuern. Des Weiteren können Erinnerungen erstellt, kategorisiert und wiederkehrend eingerichtet werden. Im Rahmen des Projekts wurde der Human-Centered Design-Ansatz angewandt, um ein Produkt zu entwickeln, das bestens auf seine Zielgruppe abgestimmt ist. Im ersten Prozessschritt Verstehen des Nutzungskontextes wurde sich in das Thema Ambient Assisted Living eingearbeitet, Personas erstellt und die Nutzergruppe festgelegt. Im Schritt Festlegung der Nutzungsanforderungen wurden die Features der Anwendung festgelegt. Zudem wurden relevante Richtlinien für Smartwatch-Anwendungen und Barrierefreiheit recherchiert. Im Prozessschritt Entwurf von Gestaltungslösungen wurden zunächst Wireframes und Mockups der Anwendung erstellt. Daraufhin wurden die Designs der Smartwatch-Anwendung und der Web-App mit Android und Angular prototypisch umgesetzt. Im letzten Schritt Evaluation der Gestaltungslösungen wurde der entwickelte Prototyp evaluiert. Dafür wurde ein qualitativer Nutzertest in Form eines Think Aloud-Tests mit anschließendem Interview mit 3 Testpersonen durchgeführt. Der Nutzertest hat gezeigt, dass Smartwatches im Bereich Ambient Assisted Living gut geeignet sind und von älteren Menschen als sehr nützlich wahrgenommen werden. Durch den einfachen Aufbau der Anwendung kommen auch weniger technikaffine Menschen gut mit der Smartwatch zurecht. Allerdings kann das kleine Display der Smartwatch zu Problemen in der Lesbarkeit und Bedienbarkeit der Anwendung führen. Deshalb sind alternative Interaktionsformen wie zum Beispiel eine Sprachsteuerung interessant. Diese wurde im Ansatz umgesetzt, funktioniert jedoch noch nicht zuverlässig. Das Projekt hat sich darauf konzentriert, WeCare für Senioren und deren Angehörige umzusetzen. Es ist jedoch auch denkbar, die Zielgruppe auf die Bewohner und das Personal von Seniorenheimen auszuweiten. Die Anwendung könnte Pfleger im Seniorenheim bei ihrer Arbeit unterstützen und den Bewohnern mehr Sicherheit bieten.